Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Nextorch die Frigate MT30 Multifunktionsschaufel. Wir haben schon vor einiger Zeit von Nextorch die Frigate Multifunktionsschaufel oder den Klappspaten schon mal vorgestellt. Wir hatten damals so gemischte Ergebnisse. Das eine, also der Spaten selbst, unglaublich gut und sehr empfehlenswert. Wir hatten ein bisschen Bauchschmerzen mit der Verschraubung, einfach weil wir den in der vollen Länge zum Hacken benutzt haben. Wahrscheinlich ist es auch einfach ein Anwendungsfehler und dafür auch nicht gedacht. Tatsächlich macht es auch eigentlich gar keinen Sinn, in der vollen Länge zu hacken, weil man dann einfach, natürlich hat man mehr Kraft und mehr Schwung und mehr Hebel, aber von der Ausführung her ist es tatsächlich mit der kurzen Variante, wenn man hier ein Glied einschraubt, deutlich besser. Von daher haben wir das jetzt auch hier in diesem Video so gemacht. Aber bevor wir über die eigentliche Anwendung sprechen, gehen wir erstmal über die Details. Beim Material verwendet Nextorch hier ein Edelstahlblatt für das Spatenblatt, und zwar ist das ein 20 CR13 Edelstahl. Die Aluminiumsegmente hier vom Griff sind aus T60 61 Flugzeugaluminium, sind natürlich hohl innen, um das Ganze eben als Survival-Spaten oder Multifunktionsspaten auch so nutzen zu können, um hier Gegenstände zu transportieren und um das Ganze leichter zu machen. Beim Gewicht sprechen wir hier im Komplettkit, was wir euch gleich noch zeigen, von insgesamt 2 Kilo. Das Spatenblatt hat eine Größe von 20 cm x 15,8. Der Spaten kommt hier in dieser Pappverpackung. Da habt ihr hinten drauf auch nochmal jedes einzelne Element, was hier mit dabei ist, abgebildet. Das Ganze habt ihr dann aber auch nochmal zusätzlich in einer kleinen Anleitung mit dabei. Denn es ist ja nicht nur ein Spaten oder ein Klappspaten, sondern ein Multifunktionsspaten mit sehr vielen Funktionen. Im Lieferumfang ist natürlich einmal der Spaten enthalten. Dazu gibt es einmal hier eine verstärkte Cordura-Scheide, die einzig und allein für den Spaten ist. Das heißt, die kann ich hier nehmen und dann hier den Spaten einführen und mit Klett das Ganze dann fixieren. Das macht doch auf jeden Fall Sinn, wenn wir gleich auf die Funktionen zu sprechen kommen. Dann können wir da auch noch mal kurz drüber gucken. Ich kann das Ganze jetzt entweder so natürlich transportieren, wenn ich einen Rucksack habe, zum Beispiel mit einer Tasche, wo ich was hinten dran stecken kann. Oder ich kann es wie bei einem Klappspaten auch oder wie beim Glockfaltspaten, kann ich das Ganze hier einmal einfalten, habe dann ein kompaktes Paket. Das Ganze ist natürlich jetzt nur der Spaten mit dem ersten Griffsegment, was fest verbunden ist. Ihr habt aber noch ein paar Griffsegmente mehr, die sind hier in dieser Zusatztasche, wo ich auch den Spaten noch mit dazu packen kann. Das ist auch eine Cordura-Tasche, die sich hier einmal entweder über der Schulter tragen lässt oder hier mit einer Gürtelschlaufe am Gürtel fixieren. Im Inneren habt ihr genügend Platz, um dort den Klappspaten oder das Hauptmodul mit dem Spatenblatt und der Tasche unterzubringen. Dann hättet ihr hier ein kompaktes Paket mit 2 Kilo Gesamtgewicht. In der Spatentasche sind hier im vorderen Bereich aber auch nochmal Einschübe, wo dann die Griffsegmente untergebracht werden. Insgesamt sind das 3 Stück, die man dann entweder einzeln nutzen kann, also zusammenschrauben kann als komplette Länge von 1 Meter, dass der Spaten insgesamt 1 Meter lang ist, oder ihr nutzt eben nur ein kurzes Segment, um das Ganze dann zum Hacken zu nutzen. Mit dabei ist außerdem hier nochmal ein Imbus und ein Maulschlüssel, um den Spaten hier vorne einstellen zu können, falls sich hier mal was lockert. Und weiterhin habt ihr hier mit dabei einmal ein Stück Paracord Multifunktionsschnur, die hier auch im Griff verstaut werden kann. Kann natürlich auch gegen längere Stücke ausgetauscht werden oder ihr könnt in jedem Segment was unterbringen. Die Segmente sind so aufgebaut, dass ihr 2 Stück habt, die komplett hohl sind, also hinten und vorne hohl. Ich muss hier kurz bei dem einen noch das Endstück abschrauben, dass ihr das sehen könnt. Das ist hier doppelt, Sekunde. So. Und dann habt ihr hier diese 2 Metallstücke, die komplett hohl sind und auch für alles genutzt werden können. Das dritte ist hier am Ende verschlossen mit einer Aufnahme für einen Schraubenzieher. Das heißt, ihr habt Kreuz- und Schlitzschraubenzieher, der hier eingesteckt wird, und das ist dann euer Schraubwerkzeug.
kann natürlich dann trotzdem mit den anderen Segmenten so verbunden werden. Das Ganze lässt sich dann hier schön zusammenschrauben. Jedes Segment hat auch einen O-Ring, das heißt, der Inhalt wäre dann auch wasserdicht geschützt, wenn ihr das zusammen benutzen wollt. So, jetzt habe ich hier schon mal die 3 Griffsegmente zusammen. Dann können wir gleich nochmal den Spaten auf der Vorderseite anschrauben. Dann haben wir nämlich die volle Länge des Spatens hier einmal. Und hier vorne habt ihr ein Linksgewinde, das heißt, ihr dreht nach links, um den Spaten zu fixieren. Dafür habt ihr dann hier 3 verschiedene Positionen, mit denen ihr arbeiten könnt. Das wäre jetzt hier natürlich einmal die klassische Spatenfunktion, also einmal komplett gerade. Ihr könnt das Ganze aber auch dann natürlich einmal hier auf eine Halbstellung bringen, um damit auch hacken zu können. Das haben wir hier für euch auch einmal gemacht in der Hackposition. Einfach das Spatenblatt um 90 Grad angewinkelt und damit kann man sehr, sehr gut und effizient arbeiten. Da ist es auch egal, ob ihr den Spaten in der kompletten Länge oder eben nur mit einem Griffsegment nutzt. Ihr habt hier aber auch noch eine dritte Stellung, das wäre dann so. Das ist dann wirklich nochmal was zum Feingraben, sage ich mal. Also mir fällt jetzt keine Anwendung ein, die für diese Spaten oder für diesen Winkel nutzbar wäre, außer vielleicht sich irgendwo festzuhaken oder sich hochzuziehen. Dafür, falls euch nochmal eine gute Nutzung in dieser Position einfällt, dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ja, gucken wir uns noch mal kurz das Ende an. Das ist jetzt im Moment hohl, weil wir hier noch einen Aufsatz haben. Und zwar ist es auch ein Multifunktionsaufsatz. Das Endstück lässt sich hier in verschiedenen Varianten nutzen. Ihr habt zum einen auf der Oberseite hier einen Kompass. Der lässt sich einmal komplett auch abschrauben. Hat hier auch noch mal rechts und links 2 Ösen, um dann mit Paracord gesichert zu werden. Das würde dann auch funktionieren, wenn ihr den Stock als kurzen Wanderstock nutzt und damit dann euch eine Schlaufe baut. Der ist gleichzeitig dann hier auch die Schutzkappe für den Glasbrecher, der hier drin untergebracht ist. Das ist ein ganz spitzer Dorn, damit könnt ihr dann in der Notsituation auch mal eine Scheibe einschlagen. Soll der Glasbrecher abgedeckt werden, schraubt ihr einfach den Kompass drauf und könnt natürlich auch dieses Modul hier ohne den angebrachten Feuerstahl bzw. Signalpfeife nutzen. Das kann ich hier rausschrauben und dann habt ihr hier euer Kompassmodul Glasbrecher. Hier habt ihr jetzt dann die Pfeife mit dem Feuerstahl. Die funktioniert nur, wenn das untere Ende verschlossen ist. So hört es sich an, wenn ich mit dem Feuerstahl blase. Und ich kann hier auch meinen Finger natürlich unten dran halten und zuhalten. Was deutlich lauter ist, also ich empfehle euch, den Feuerstahl rauszunehmen und dann damit zu blasen. Entschuldige Hannes, jetzt bist du wahrscheinlich taub. Okay, ja, der Feuerstahl ist ganz regulär, wie man das kennt. Ein Feuerstahl, mit dem man hier ordentlich Funken schlagen kann, indem ich hier mir eine scharfe Fläche suche. Muss dann natürlich hier erstmal die Lackierung runterkratzen und dann kann ich damit entsprechend auch Funken schlagen. Für alle, die das nicht wissen, ne, bei einem Feuerstahl in der Regel, die kommen hier lackiert und dann ist natürlich die erste Schicht immer erstmal ohne Funkenschlag. Wenn dann das Metall bzw. das Magnesium freigelegt ist, dann kann man damit auch arbeiten. Ich empfehle dann auch immer, da vielleicht eine leichte Wachsschicht drüber zu machen, um das Ganze zu schützen, wenn ihr denn dann die Oberflächenbeschichtung erstmal runtergekratzt habt. Ja, das ist das letzte Teil und das ist natürlich dann auch euer Knauf beim Spaten, das ihr dann hier oben einschrauben könnt. Der Spaten selbst ist hier nochmal verstärkt. Das Nextorch gibt an, dass er bis zu 1800 Kilo Belastung aushält. Wir gehen mal schwer davon aus, dass maximal diese Belastung durch einen senkrechten Trieb stattfindet und nicht durch eine seitliche Belastung, weil das wird definitiv nicht halten mit den Gewinden. Das ist physikalisch unmöglich, dass man hier 1800 Kilo draufstellen kann, ohne dass die Gewinde ausbrechen. Dazu sind die Gewindegänge einfach viel zu kurz. Ich kann ja hier nochmal eins rausschrauben, dass ihr das nochmal sehen könnt. Also ihr habt hier einen Gewindegang von, ich würde sagen, 1,5 Zentimetern maximal. Und das ist natürlich dann einfach zu viel Kraft oder zu viel Gewicht
damit das ordentlich funktionieren kann. Ansonsten habt ihr hier noch weitere Werkzeuge am Spatenblatt untergebracht. Natürlich ist ja hier oben der eigentliche Spaten, der spitz zulaufend ist. Dann habt ihr hier auf der rechten Seite nochmal eine leichte Verjüngung, was für die Hackfunktion gedacht ist, erzähle ich gleich was zu. Auf der anderen Seite habt ihr eine sehr aggressive Säge. Darunter liegend auf der rechten Seite ist ein Flaschenöffner und auf der linken Seite nochmal ein Gurtschneider. Und hier die beiden Öffnungen sind für gängige Sechskant-Schlüssel, um hier damit auch nochmal arbeiten zu können. Hier ist unserer Meinung nach manchmal weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Wir haben hier für euch mal eine Aufnahme mit der Säge gemacht. Also man kann damit sägen, das ist auf jeden Fall Fakt. Es wird aber deutlich länger dauern als natürlich mit einer großen Säge. Von der Schnittleistung her und von der Sägelänge her ist es vergleichbar, wie wenn ihr mit einem Multitool zum Beispiel irgendwie einen Ast durchsägen wollt. Dann habt ihr auch nur eine relativ kurze Säge. Hier wäre zum Beispiel bei dem Spaten der Vorteil gewesen, wenn man hier den Gurtschneider weggelassen hätte und die Säge bis zum Ende durchgegangen. Wenn die durchgängig bis zum Ende gewesen wäre, hätte man hier natürlich nochmal eine etwas längere Säge, was vielleicht da auch nochmal ein Verbesserungsvorschlag für die dritte Generation ist. Selbe hier auf der anderen Seite, wo ich die Hackfunktion habe. Da hätte man auch den Flaschenöffner weglassen können. Wer seine Flasche nicht mit dem Feuerzeug aufmachen kann, ist eh verloren. Und dann kann man hier entsprechend auch nochmal eine größere Hackfläche schaffen. Die könnt ihr übrigens auch noch anschleifen, also die ist nur verjüngt, nicht angeschliffen, um hier auch nochmal eine bessere Hackleistung zu erreichen. Da haben wir für euch hier auch nochmal eine Szene, wo wir mit dem Ganzen hacken. Es ist natürlich klar, dass man jetzt damit nicht hier dicke, große 10 cm Stämme durchbekommt. Ich denke mal, wenn man sich viel Zeit lässt und damit arbeitet, kriegt man sie schon auch irgendwann durch. Aber es ist natürlich immer ein Kompromiss. Habe ich ein Beil dabei oder habe ich hier einen Multifunktionsspaten dabei, der mehrere Dinge kann, dafür halt eben die nebensächlichen Dinge etwas schlechter als die eigentliche Hauptfunktion. Dasselbe gilt auch für die Säge. Da haben wir hier für euch auch nochmal eine Aufnahme, wo wir die Säge nochmal benutzen. Und dann seht ihr eben auch, dass das kurze Sägeblatt hier geeignet ist, um damit arbeiten zu können und im Notfall auch damit ordentlich arbeiten zu können. Aber es dauert halt eben auch alles länger und braucht mehr Kraft und Energie. Der Spaten selbst ist hervorragend, unserer Meinung nach. Also das ist tatsächlich das Beste am Spaten, wie auch schon in der ersten Generation. Unglaublich spatig. Also man kommt extrem gut in den Boden rein. Man kann sehr, sehr gut damit arbeiten. Und da ist es auch egal, ob ich ihn mit dem Fuß benutze oder ob ich ihn so in den Boden stecke. Er geht unglaublich gut rein, lässt sich sehr gut verwenden und auch in der Hackfunktion, wenn ich das Spatenblatt auf 90 Grad drehe, habe ich hier eine sehr gute Funktion. Der Nextorch MT30 Frigate Klappspaten ist ein Multifunktionswerkzeug. Das sollte einem immer bewusst sein, wenn man so ein Werkzeug sich anschafft. Normalerweise ist es so, dass bei einem Multifunktionswerkzeug es viel kann, aber nichts richtig. Hier ist auf jeden Fall eine Sache, was der Klappspaten richtig kann, und das ist Graben. Also die Spatenfunktion ist 100% gegeben. Natürlich darf man jetzt nicht da erwarten, dass man dieselbe Leistung hat wie mit einer ausgewachsenen Schaufel, die ein deutlich größeres Blatt hat, ein Holzstiel, der auch noch mal länger ist. Aber für die Größe, für die Kompaktheit und für das Design ist es extrem gut, was dieser Klappspaten leisten kann. Ansonsten die anderen Werkzeuge sind wie bei einem Multitool auch Behelfswerkzeuge. Hacken, sägen kann man natürlich mit dem Gerät machen, aber es ist die Frage, ob man da nicht lieber eine richtige Säge oder eine Hacke mitnimmt und dafür eben vielleicht die Segmente hier weglässt. Aber das liegt ganz bei euch, je nachdem, wie ihr arbeitet, oder wenn ihr sagt, ich brauche überhaupt keine Säge, ich habe da vielleicht eine Drahtsäge oder mir reicht meine Multitool oder ich habe eine Silky-Säge einstecken, was auch immer, das ist dann wirklich ganz bei euch. Ihr bekommt den Frigate MT30 Klappspaten überall dort, wo man Produkte von Nextorch kaufen kann, zum Beispiel bei Nextorch Deutschland direkt oder bei allen anderen Händlern, die Nextorch führen. Der Link zum Hersteller ist hier unten eingeblendet. Wir würden uns auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was euer Way to go ist, Spaten, Säge, Hacke oder irgendwas Kombiniertes. Gerne mal in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr hier den Frigate Klappspaten in der Generation 1 oder auch hier schon in der aktuellen Generation selber nutzt.
Ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, als wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann. Macht's gut. Bye, bye.